In der deutschen Folklore kann schon ein gefüllter Stiefel eine Drohung sein. Der Nikolaus bringt Gaben, aber in etlichen Regionen steht neben ihm Knecht Ruprecht mit Rute, Kette und der alten Frage, ob das Kind artig war. Das ist keine harmlose Weihnachtslaune, sondern ein pädagogisches Doppelwesen. Belohnung und Einschüchterung treten gemeinsam auf, und die Prüfung findet öffentlich statt, vor der Familie, vor der Stube, manchmal vor dem ganzen Haus. Ähnlich harmlos wirkt der Maibaum nur auf den ersten Blick. Er schmückt nicht einfach einen Dorfplatz, sondern zeigt, wer im Ort den Takt angibt, wer zusammengehört, wer den Kalender mitträgt. Einen Baum aufzurichten heißt, Zugehörigkeit zu behaupten und Konkurrenz sichtbar zu machen. An der Walpurgisnacht lässt sich die Logik des Festes besonders klar ablesen. Im Harz ist sie heute stark von Bühne, Kostüm und Tourismus überformt, doch darunter liegt ein älterer Schwellenmoment zwischen Winterrest und Vegetationsbeginn, der mit Feuer, Lärm und nächtlicher Unruhe markiert wurde. Solche Nächte erlauben Ausschweifung nur als Einleitung der Rückkehr zur Ordnung. Der Brauch spielt Entgrenzung und bestätigt am Ende die Regel. Auch Frau Holle, die in der populären Erinnerung meist nur als milde Schneefigur aus der Grimm-Fassung lebt, passt in dieses Muster. Hinter dem Kinderbuchbild stehen ältere Erzählschichten, in denen Fleiß, Reinlichkeit und die richtige Haltung zur Hausarbeit geprüft und bestraft werden. Dabei handelt es sich weniger um eine einheitliche mythische Gestalt, als um ein regionales Motivbündel, das erst durch Sammlung und Nacherzählung zur festen Figur wurde. Aus Spindel, Ofen und kalter Kammer spricht keine gemütliche Fantasie, sondern eine Disziplin der Arbeit. Dasselbe zeigen die Feuerbräuche des Jahreslaufs. Rauch, Asche, Funkenflug, Glockenklang. Ein Dorfhof vor Morgengrauen, Schritte im Schnee, ein knarrendes Tor. All das reinigt nichts im esoterischen Sinn. Solche Feuer rahmen den Übergang zwischen Jahreszeiten und bringen die Gemeinde in ein vorhersehbares, geteiltes Handeln. Schon an der Oberfläche zeigt sich, dass deutscher Volksbrauch selten dekorativ ist. Er sortiert Verhalten, verteilt Lob und Tadel und bindet den Körper an den Kalender. Sobald dieser Kalender aber in eine heikle Pause gerät, reichen Stiefel, Birkenstamm und Funkenflug nicht mehr. Dann kann selbst aufgehängte Wäsche zum Problem werden. Teil 2: Flachwasser. Die Rauhnächte, je nach Region zwischen Thomasnacht und Dreikönig, verschieden gezählt und verschieden ernst genommen, gelten in vielen Überlieferungen als nervöse Zwischenzeit. Genau deshalb häufen sich dort Verbote. Man sollte nicht spinnen, nicht unnötig arbeiten, mancherorts keine Wäsche draußen lassen, andernorts kein Brot backen oder nachts keinen überflüssigen Lärm verursachen. Das wirkt heute wie ein Kuriositätenkabinett des Aberglaubens, folgt aber einer nüchternen Logik. Wenn der reguläre Arbeitsrhythmus zwischen den Feiertagen aussetzt und Hof, Stall und kalte Stube enger zusammenrücken, wird jede Abweichung spürbar. Die aufgehängte Wäsche konnte in der Vorstellung zum Leichentuch werden oder sich im Zug unruhiger Mächte verfangen. Das Bild ist drastisch, die Funktion klar. Tätigkeit wird begrenzt, Unruhe benannt, Gefahr an Gegenstände und Handlungen gebunden, statt frei im Raum zu schweben. Der alemannische Fastnachtsbrauch, kalendarisch ein anderer Knotenpunkt vor dem Beginn der Fastenzeit, bearbeitet saisonale Spannung mit dem entgegengesetzten Mittel.
Nicht Stille und Verbot, sondern organisierter Lärm, Maske und körperlicher Umzug. In Baden-Württemberg und Teilen Bayerisch-Schwabens arbeitet die Fastnacht mit schweren Holzmasken, Schellen, Fell, Stroh und streng geregelten Prozessionen, die den Ort akustisch und physisch neu ordnen. Der Narrow in Rottweil, der Schuttig in Elzach und andere lokale Figuren sind keine beliebigen Verkleidungen, sondern Rollen mit eigener Zunftordnung, eigenem Gang und eigener Stimme. Manche dieser Gestalten beobachten nur, andere greifen ein. Sie treiben Zuschauer auseinander, schlagen mit Saubloder oder Schweinsblase, rücken Unbeteiligten auf den Leib, erzwingen Reaktion. Die Maske nimmt dem Einzelnen sein Alltagsgesicht und gibt ihm das Recht auf genau begrenzte Regelverletzung. Nasses Fell riecht nach Stall, das Holz der Larve bleibt schwer, Glocken schlagen durch kalte Gassen. Das ist keine Folklore-Show im Ursprung, auch wenn die heutige Form oft spät kodifiziert, vereinsmäßig organisiert oder touristisch geglättet wurde. Es ist eine Technik, gefährliche Schwellenzeit nicht still zu erleiden, sondern gemeinsam zu durchschreiten. Doch der lauteste Umzug endet an der Haustür. Dahinter beginnt der Raum, in dem Angst nicht mehr im Chor getragen wird, sondern allein an Schwelle, Bett, Ofen und Stall hängt. Unterhalb der festlichen Schicht wird der Volksglaube auffallend häuslich und auffallend genau. Türen, Fenster, Schwellen, Ofen, Dachboden, Wiege, Scheune und Stall galten nicht als neutrale Bauteile, sondern als verwundbare Stellen. Deshalb finden sich an Häusern und Nebengebäuden Schutzzeichen verschiedener Art. Rosetten, Kreuze, eingeritzte Segensformeln, Kerben im Holz, sternförmige Markierungen, die in späterer Deutung häufig als Drudenfuß gelesen wurden, ohne dass sich jede einzelne Ritzung sicher zuordnen ließe. Was genau der Bewohner einst gemeint hat, bleibt oft unklar. Was sich dagegen zeigt, ist die Topographie der Sorge selbst. Das Haus ist keine Burg. Es ist eine poröse Hülle mit Dutzenden möglicher Eintritte, die ständig gesichert werden müssen. Der Alp oder Nachtmar gehört genau in dieses System. Er beschreibt weniger einen literarischen Dämon als eine wiederkehrende nächtliche Erfahrung. Druck auf der Brust, Atemnot, Starre, das Gefühl einer fremden Präsenz, erschöpftes Erwachen. Heutige Leser erkennen darin Züge der Schlafparalyse, doch für die historische Deutung war etwas anderes entscheidend. Die Störung bekam ein Gegenüber und wurde damit verhandelbar. Besen hinter der Tür, Eisen am Bett, geordnete Schuhe, ein Gebet, ein bestimmter Gegenstand auf dem Körper. All das wirkt heterogen, greift im damaligen Deutungsrahmen aber ineinander, weil es den unkontrollierbaren Schlaf in ein Feld kontrollierbarer Handlungen verwandelt. Noch härter zeigt sich dieses Prinzip am Wechselbalg. In Fällen von Krankheit, Entwicklungsverzögerung oder auffälliger Schwäche eines Kindes wurde das Leid nicht nur beklagt, sondern in ein Erklärungsmodell gepresst, das Fremdheit benennen und Schuld teilweise aus der Familie hinaus verlagern konnte. Das ist historisch unerquicklich und im Einzelfall grausam. Gerade deshalb sagt es viel über die Funktion solcher Erzählungen. Volksglaube tröstet nicht nur, er verteilt Verantwortung. Dasselbe Muster zeigt sich bei Milch, Vieh und Säuglingen. Wenn die Kuh nicht gibt,
die Butter misslingt, im Stall Unruhe herrscht oder ein Kind nicht zur Ruhe kommt, steht nicht Komfort auf dem Spiel, sondern Versorgung und Überleben. Brotkruste unter der Wiege, Salz an der Schwelle, Wachs, geweihte Zweige, ein beschriebener Zettel am Balken, das sind keine pittoresken Reste, sondern Antworten auf wiederkehrende Kleinkrisen. Vieles daran riecht nach kaltem Rauch, ranzigem Fett, saurem Stoff und einer Nacht, in der niemand genug geschlafen hat. Wer ein Haus so beharrlich abdichtet, verrät bereits, wie bedrohlich alles jenseits von Zaun, Waldrand, Moorrändern und Friedhofsmauer gedacht wurde. Jenseits des Hofzauns wird der Volksglaube nicht fantastischer, sondern konkreter in seinen Warnungen. Die wilde Jagd, in Nord- und Mitteldeutschland in vielen Varianten belegt, zeigt das deutlich. Mal zieht ein geisterhafter Zug durch den Nachthimmel, mal jagt er an der Waldkante entlang, mal wird eine Führungsgestalt benannt, mal nicht. Regionale Fassungen weichen erheblich voneinander ab, und schon die Frage, ob es sich um einen zusammenhängenden Vorstellungskomplex handelt oder um lose verwandte Motive, ist unter Forschern nicht abschließend geklärt. Entscheidend für die Funktion bleibt aber, was daraus folgt. Man bleibt nicht grundlos draußen, man ruft nicht leichtfertig in die Finsternis. Man hält Abstand von Kreuzung, Moorrand, offener Feldkante und Waldrand, sobald Wetter, Winter und Dunkelheit den Raum unsicher machen. Solche Bilder erklären die Nacht nicht. Sie ordnen Verhalten in ihr. Der Aufhocker funktioniert ähnlich, nur dichter am Körper. Dem Wanderer springt nachts etwas auf den Rücken, drückt ihn in die Knie, wird mit jedem Schritt schwerer. Das Gewicht lässt sich nicht abschütteln, es reagiert nicht auf Willen oder Kraft. Erschöpfung, Angst, Schuld, Einsamkeit auf einem dunklen Weg, die Figur übersetzt innere Last in ein spürbares Wesen und macht sie damit teilbar, erzählbar, besprechbar. Beim Nachzehrer, besonders aus nordostdeutschen und historisch-pommerschen Kontexten überliefert, wird der Mechanismus noch härter. Der Tote, der im Grab an Leichentuch oder eigenen Gliedern zehrt und dadurch die Lebenden schwächt, ist kein makabrer Einfall, sondern ein Modell für Kettentod und Auszehrung innerhalb einer Familie oder Nachbarschaft. Wo Krankheit durch Häuser ging, ein Begräbnis rasch das nächste nach sich zog, suchte man oft zuerst keine abstrakte Ursache, sondern eine, die sich lokalisieren, öffnen und bannen ließ. Deshalb sind Totenwachen und Bestattungsregeln so dicht gefügt. Der Leichnam durfte nicht ohne Aufsicht bleiben. Bestimmte Arbeiten ruhten, Spiegel wurden mancherorts verhängt, Fenster geöffnet oder geschlossen, je nach lokaler Vorschrift, Uhren angehalten. In manchen Gegenden achtete man darauf, den Sarg nicht über die alltägliche Schwelle zu tragen, sondern einen eigenen Ausgang zu nehmen, damit der Tote den Rückweg nicht findet. Wachs, Weihrauch, die Kälte der Stube, gedämpfte Schritte, das rohe Holz des Sarges, der Friedhofszaun im frühen Licht, all das gehört nicht zum Schauwert, sondern zur Grenzsicherung. Hier verliert Folklore jeden dekorativen Anspruch und wird Verhaltensordnung im Ausnahmezustand. Wer nachts krank, allein oder neben einem Toten steht, braucht kein schönes Narrativ, sondern ein Regelwerk. An dieser Stelle aber dreht sich die Frage um. Nicht mehr, was haben Menschen geglaubt, sondern wer hat das alles aufgeschrieben, ausgewählt, national gerahmt und als Erbe ausgegeben? Am Grund dieses Eisbergs liegt kein verborgenes Urwissen,
sondern ein Archiv aus Auswahl, Redaktion und wechselnden Interessen, wissenschaftlichen, nationalen, regionalen, politischen, touristischen. Schon der Ausdruck deutsche Folklore ist nützlich und irreführend zugleich. Zwischen norddeutschen Totenvorstellungen, mitteldeutschen Sagenlandschaften, fränkischen Haussegen, schwäbisch-alemannischen Maskenbräuchen und oberbayerischen Jahreslaufformen liegt kein geschlossenes Ganzes, sondern ein vielsprachiges, konfessionell geteiltes, klimatisch und sozial zerklüftetes Feld. Wer daraus eine einzige alte Volksseele formt, betreibt bereits Deutung mit Absicht. Dabei ist schon die Binnengliederung des Materials komplizierter, als populäre Darstellungen vermuten lassen. Märchen löst sich vom Ort und erhebt keinen Wahrheitsanspruch. Sage bindet sich an eine Mauer, einen Flusslauf, eine Grabstätte und will geglaubt werden. Brauch ist wiederholte soziale Praxis im Jahreslauf, und Volksglaube bezeichnet jene Deutungsmuster, die Schlaf, Krankheit, Milch, Geburt, Wetter oder Tod überhaupt erst in handhabbare Ordnung bringen. Wenn diese Ebenen vermischt werden, entsteht rasch das Bild eines einheitlichen, vorchristlichen Substrats, das es so nie gegeben hat. Auch die populäre Formel, wonach ein heidnischer Kern unter einer christlichen Schale stecke, vereinfacht mehr, als sie erklärt. Die meisten überlieferten Praktiken existierten längst in einem Mischzustand, der sich nicht sauber in echt alt und aufgesetzt neu zerlegen lässt. Die Brüder Grimm stehen in diesem Zusammenhang nicht am Anfang einer unberührten Überlieferung, sondern mitten in einem kulturellen Projekt des 19. Jahrhunderts. Sie sammelten vor allem Erzählstoffe, ordneten Material, glätteten Tonlagen, strichen Anstößiges, verschoben Nuancen und formten aus verschiedenen Stimmen einen lesbaren, national brauchbaren Textbestand. Das macht ihre Arbeit bedeutend, aber redaktionell, nicht dokumentarisch. Die Romantik insgesamt suchte im Volk nicht nur Reste, sondern Herkunft, Einheit und Tiefe. Vieles wurde dadurch erst zusammengefügt, national gerahmt oder rückwirkend vertieft, was vorher regional, widersprüchlich und unordentlich gewesen war. Auch die Volkskunde als akademische Disziplin hat sehr verschiedene Seiten. In ihrer besten Form beschreibt sie Alltagskultur, Arbeitsrhythmen, materielle Lebenswelten und die feinen Mechanismen von Brauch und Überlieferung. In ihrer anfälligsten Form wurde sie, besonders in Teilen des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts, von völkischen und nationalsozialistischen Programmen vereinnahmt, die Boden, Blut, Heimat und selektierte Bräuche zu politischen Werkzeugen machten. Die eine Form entwertet die andere nicht, aber sie zeigt, dass kein Fach und kein Material gegen Missbrauch immun ist. Dazu kommt die Gegenwart mit ihrem Heimatmarketing. Vieles, was als urdeutsch verkauft wird, ist Bühnenfassung, Vereinsstandard, touristische Rekonstruktion oder sorgfältig beleuchtete Regionalware mit Eintrittspreis und Souvenirladen. Anderes wird importiert, ohne es zu kennzeichnen. Alpines Material aus Österreich, Formen aus der Schweiz, skandinavische Götternamen und süddeutsche Brauchfragmente landen im selben Bildordner und sollen eine tiefe germanische Linie beweisen. Wer im Netz altes deutsches Heidentum sucht, findet meist genau diese Mischung. Späte Rekonstruktion, freie Kombination, ästhetische Selektion und eine Sehnsucht nach Ursprung,
die ihr Material selbst erzeugt. Der Wert des Überlieferten liegt anderswo, nicht im Beweis einer verborgenen Herkunft, sondern in den Spuren gewöhnlicher Erfahrung. Arbeit, Erschöpfung, Kälte, Rauch, Angst um Vieh und Kinder, die Strenge des Kalenders, der Druck der Nachbarschaft und die Gegenwart des Todes 2 Zimmer weiter. Wer darin nur Romantik sucht, verfehlt das Material. Wer darin nur Irrtum sieht, verfehlt den Menschen.